Die Umwege des Ego sind auch Teil der Idee, dass es keine Zufälle gibt. Also können wir unsere vermeintlichen Fehler vielleicht weniger harsch betrachten und sagen, okay, das war Teil des Nicht-Zufalls. Hallo, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammenfinden an einem wundervollen Dienstag, um gemeinsam in die Tiefe zu gehen mit unserem guten Freund, ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Das Mittel, welches ein Kurs in Wundern uns näher bringt, um genau das zu tun, ist die Vergebung. Die Vergebung zeigt uns auf, dass das, was wir denken, was passiert ist, diese menschliche Ebene nicht die absolute Wahrheit ist, sondern dass es eine höhere Ebene gibt. Und diese höhere Ebene ist unser wahres Zuhause. Das ist, was wir wahrlich sind, diese höhere, liebevolle Ebene. Und wenn wir unseren Geist disziplinieren, dann können wir tatsächlich dorthin finden, dass das unsere menschliche Erfahrung wird, dass wir aus dieser höheren Ebene hier auf dieser Ebene agieren. Und dann haben wir eine sehr glückliche und friedliche und ruhige menschliche Erfahrung. Heute in der Folge 303 vom Happy Cool Love Podcast möchte ich mit dir gemeinsam auf das Thema Zufall schauen. Dort waren wir schon einige Male, aber ich finde es immer mal wieder wichtig, nochmal dorthin zu gehen, unseren Geist nochmal daran zu erinnern, was ein Kurs in Wundern über Zufall sagt, weil jeder von uns hat sich schon mal die Frage gestellt, ob es nun Zufall gibt oder ob unser Leben einem höheren Plan folgt, auch wenn wir diesen Plan nicht ganz erfassen können. Und ein Kurs in Wundern sagt ganz klar, es gibt kein Zufall. Das mag für manche von uns ziemlich schwer verdaulich sein auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick kann es doch ganz schön hilfreich sein, zu verstehen und wirklich zu vertrauen, dass dieses Leben kein Zufall kennt. Also wenn es keinen Zufall gibt, dann sind nicht mal die Ablenkungsmanöver deines Ego ein Zufall. Alles ist für dich geplant. Alles passiert zu deinem Besten. Dein Bestes ist, dass du zu der Wahrheit, die du wirklich bist, zu deiner höheren Natur wieder erwachst und zurück zur Liebe kehrst, die dich erschaffen hat, die ein Kurs in Wundern Gott nennt. Das ist für dein Bestes. Es ist ein höheres Bestes. Es ist nicht dieses niedrige, kleine Ich-Bestes. Natürlich hat das Ego auch eine Idee, was zu deinem Besten ist. Das ist aber meistens diametral entgegengesetzt zu dem, was wirklich unserem Besten dient. Also, es gibt keinen Zufall. Alles, was hier passiert, soll dich wieder zurück nach Hause führen. Wie gesagt, ich glaube, manchmal ist das nicht so einfach für uns zu verdauen, dass es in Wahrheit keinen Zufall gibt. Aber gleichzeitig steckt da natürlich auch eine große Chance drin, nämlich es ist viel leichter, sich selbst zu vergeben, wenn man auf zum Beispiel vermeintlich verpasste Chancen blickt oder Reue hat wegen irgendeiner vergangenen Situation oder sich selbst kritisiert, weil man denkt, man hätte etwas besser machen müssen. Und wenn es keinen Zufall gibt, dann ist ja genau das passiert, was hätte passieren müssen, damit du den nächsten Schritt gen Gott gehst. Also kannst du dich da vielleicht vom Haken lassen und denken, okay, es hätte nicht anders passieren können, weil es genauso passiert ist, wie es passiert ist. Und wenn es keinen Zufall gibt, dann muss es genauso passieren. Heißt nicht, dass du nicht daraus was lernen sollst, heißt auch nicht, dass du von heute ab denkst, okay, dann kann ich ja tun, was ich will, weil es gibt ja keinen Zufall und alles führt ja trotzdem zurück nach Hause. Und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass das dein Problem ist, wenn du hier zuhörst und ein Kurs im Wundern dein Lehrer ist, dass du denkst, okay, jetzt kann ich ja tun, was ich will. Dennoch will ich das der Vollständigkeit halber hier kurz erwähnen. Also, wir schauen mal hier gemeinsam auf meine Lieblingsabschnitte über das Thema Zufall und natürlich, wenn du noch weitere Abschnitte aus dem Kurs kennst über das Thema Zufall, teile sie gern mit mir hier unter dieser Folge. Ich freue mich auch immer über dein Feedback. Aber hier kommen meine Lieblingsabschnitte. Der erste ist gleich am Anfang vom Textbuch, wo wir lesen darüber, dass ein Kurs in Wundern ein Pflichtkurs ist und dass der Lehrplan nicht bestimmt werden kann. Dieser Satz, dass der Lehrplan von uns nicht bestimmt werden kann, obwohl wir schon sagen können, was wir zu einer bestimmten Zeit lernen wollen, das können wir schon. Wir haben diesen freien Willen, der bestimmen kann, ob er mit dem Ego geht oder mit dem höheren Lehrplan. Der Lehrplan Gottes, der repräsentiert die Wahrheit und das Ego repräsentiert die Illusion. Und wir können die Illusion nicht zur Wahrheit machen und nicht andersherum. Also der Lehrplan steht.
Wir können ihn nicht bestimmen. Wir können ihn nur verzögern, aber wenn es keine Zufälle gibt, dann war die Verzögerung wohl auch schon mit eingeplant. Das ist, wo es so richtig spannend wird mit dem Zufall, weil die Umwege des Ego sind auch Teil der Idee, dass es keine Zufälle gibt. Also können wir unsere vermeintlichen Fehler vielleicht weniger harsch betrachten und sagen, okay, das war Teil des Nicht-Zufalls. Ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zu vertrauen, dass alles einem Plan folgt, dass es keine Zufälle gibt, vor allem wenn sich auf menschlicher Ebene wirklich grausame Dinge abspielen. Das kann ich gut nachvollziehen. Jedoch müssen wir irgendwann wirklich vertrauen lernen, dass es etwas Höheres gibt, dass diese menschliche Ebene nicht alles ist und dass wir mit Sicherheit nicht die Strippen ziehen. Weil das Ego möchte sich gern einbilden, dass es die Macht hat, dass es Gott usurpiert hat. Nämlich das Ego ist ja sozusagen die manifest gewordene Idee, dass es Gott nicht mehr gibt, weil das Ego Gott ersetzt hat, was natürlich nicht geht, total unmöglich. Aber das Ego will sich das einreden und deshalb denkt es, es ist der Herrscher des Universums, mehr oder weniger, und hat alles in der Hand, was natürlich total die Arroganz des Ego widerspiegelt. Während das Ego nämlich denkt, es wäre das Alpha und das Omega, gibt es einen höheren Plan. Und alles, was hier so wirkt, als würden wir es entscheiden, ist schon längst geschrieben. Wir lesen dazu in Lektion 42 aus dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern: Deine Reise durch Zeit und Raum ist nicht dem Zufall überlassen. Du kannst nicht anders, als zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Der Gestalt ist Gottes Stärke. Der Gestalt sind seine Gaben. Also du denkst nur, dass du das lenkst. Du denkst nur, dass du deine Entscheidung triffst, aber alles ist bereits fein säuberlich für dich kuriert. Während wir denken, wir entscheiden, welchen nächsten Job wir machen, wir entscheiden, wer unser Lebenspartner ist oder unsere Lebenspartnerin, ist es alles kein Zufall. Alles hat seine Bewandtnis. Alles passiert so, dass du zur rechten Zeit am rechten Ort bist, um das zu vergeben, was zu vergeben ist, damit du dich von den lieblosen Illusionen des Ego befreien kannst. Für mich hört sich das so an, als wenn etwas Höheres, etwas Heiliges uns Schritt für Schritt begleitet auf den direktesten Weg zurück nach Hause. Also lass dich gern vom Haken. Die Vergangenheit hätte nicht anders sein können, als sie war, egal wie grausam sie war, egal wie fies und ungerecht sie war oder egal, was du denkst, versäumt zu haben. Ob es jetzt um die Beziehung geht, wo du denkst, du hättest ihr noch eine Chance geben sollen, oder aber auch den Job, wo du gedacht hast, oh, vielleicht hätte ich da nicht so lange bleiben sollen an dem Arbeitsplatz, oder aber auch deine Beziehung zum Kurs, wo du manchmal denkst, meine Güte, warum habe ich den Kurs erst so spät gefunden? Lass dich gern vom Haken. Schließe endlich Frieden damit, weil alles war genau dann für dich da und alles sollte genau so lange dauern, wie es dauern sollte. Es gibt keinen Zufall. Mach das zu einem Mantra für dich. Vielleicht hilft es dir, mehr in der Vergebung mit dir selbst zu sein. Du hast nichts versäumt. Du hättest es nicht besser wissen können. Woher wissen wir das? Weil die Dinge genauso gelaufen sind, wie sie es sind. Und ich kann auch verstehen, dass für manche von uns dieser Zeitpunkt noch nicht da ist, dass sie ganz an sich heranlassen können, dass es keine Zufälle gibt, weil sie so schmerzhafte menschliche Erfahrungen gemacht haben, dass sie erstmal vielleicht noch Zeit brauchen und sehr sanft mit sich sein müssen und heilen müssen, bevor Vergebung und auch diese Idee und diese Wahrheit letztendlich, dass es keine Zufälle gibt, wirklich bei ihnen landen kann. Das kann ich verstehen. Nicht jeder von uns ist gerade so weit. Aber ich glaube, die meisten von uns können schon den Mut aufbringen, finde ich, dorthin zu gehen, dass das Leben kein Zufall ist. Und es eröffnet uns einfach eine ganz andere Art, auf diese Erfahrung zu blicken. Und ich finde, eine sehr bereichernde Art, dieses Leben zu betrachten. Weil wenn ich weiß, dass nichts ein Zufall ist, weiß ich auch, dass irgendwie alles einen Sinn für mich hatte. Vor allem auch das, was ich als schmerzhaft empfunden habe. Und was wir tun können, ist, dass wir aus unseren vergangenen Erfahrungen natürlich lernen können. Wir nehmen das mit, was wir als Segen aus dem ziehen können, als etwas, was wir besser machen können und lassen den Rest einfach ziehen. Wir nehmen das mit, was uns weiterhilft
und lassen den Rest wieder los. Dann haben wir auch nicht immer so viel emotionalen Ballast. Ein Abschnitt aus Ein Kurs im Wundern habe ich uns noch mitgebracht, nämlich aus der Lektion 158. Und jetzt, glaube ich, vielleicht brauchen wir so ein bisschen seelische Vorbereitung darauf, dass dieser Abschnitt unser gängiges, lineares Zeitstrahl-Denksystem sprengen wird. Und ich liebe ja immer diese Abschnitte, wo Ein Kurs im Wundern uns wirklich so herausfordert, dieses lineare, sehr linke Gehirnhälfte Denksystem, wo es wirklich um Zahlen, Daten, Fakten geht und wo wir versuchen, alles fein säuberlich in irgendeine Kategorie zu tun, wenn der Kurs genau diese Denkweise in uns versucht aufzurütteln, zu sprengen. Im Grunde genommen ist der Kurs auch nichts für deine linke Gehirnhälfte, wenn wir das mal so kategorisieren wollen, sondern für deine rechte. Die rechte, die so intuitiv ist und mehr so in Bildern sieht und Zusammenhänge sieht und nicht irgendwelche Labels braucht, sondern einfach ahnt, dass was richtig ist. Es geht um viel mehr Intuition und Herzöffnung, als irgendwie wieder es durch deinen Verstand zu filtern. Also, das vorab gesagt, lese ich uns mal vor, was die Lektion 158 zum Thema Zufall sagt. Die Zeit ist schon bestimmt. Sie erscheint ziemlich willkürlich, doch gibt es keinen Schritt auf diesem Weg, den irgendjemand nur aus Zufall tut. Er ist bereits von ihm gegangen worden. Okay, wie geht das? Sagt sich jetzt der lineare Verstand. Auch wenn er sich noch gar nicht auf den Weg gemacht hat, noch erstaunlicher. Also, das ist jetzt nichts für dich, wenn du gerne alles fein säuberlich in irgendeine Kategorie tust, die auf menschlicher Ebene Sinn ergibt. Denn die Zeit erstreckt sich nur scheinbar in eine Richtung. Ich liebe das. Wir unternehmen lediglich eine Reise, die schon vorbei ist. Und hier wird so klar, dass Zeit nur eine Illusion ist. Wir haben uns hier in dieser menschlichen Erfahrung, auf dieser menschlichen Ebene darauf geeinigt, dass es eine Zeit gibt, dass ein Tag 24 Stunden hat, dass es Vergangenheit gibt und Zukunft und Gegenwart. Und Ein Kurs im Wundern lehrt uns, es gibt nur die Gegenwart. Das ist die einzige Zeit, die wirklich existiert. Die Vergangenheit kann ich ja nur aktivieren in meinem Geist und auch die Zukunft. Die sind doch gar nicht da. Die Vergangenheit ist vergangen, sie kann mich nicht mehr berühren und die Zukunft war noch nicht mal. Warum verschwende ich meine Energie damit? Die einzige Zeit, die es wirklich gibt, ist die Gegenwart. Und hier existiert alles gleichzeitig. Wenn ich hier etwas tue, dann bewegt es meine Vergangenheit, dann bewegt es meine Zukunft, weil alles miteinander verbunden ist. Es gibt diese fein säuberliche Verstandstrennung von Zeit gar nicht. Es gibt gar nicht, okay, die Vergangenheit ist dort und die Zukunft ist dort und ich sitze hier in der Gegenwart. Das ist etwas, was wir uns ausdenken, damit wir vermeintlich sicher sind in dieser menschlichen Form. Also noch einmal, wir unternehmen lediglich eine Reise, die schon vorbei ist. Also wenn das nicht den Verstand sprengt, wenn das nicht auf etwas hinweist, was uns zeigt, wie artifiziell unsere menschliche Erfahrung ist, die Dinge, auf die wir uns geeinigt haben. Diese Reise ist schon längst vorbei. Wie kann das angehen? Diese Reise ist schon längst vorbei, weil wir bereits wieder in Gottes Geist ruhen. Wir haben nur das Gefühl, dass wir hier und jetzt sind. Der größte Anteil von dem, was wir wirklich sind, ist übrigens weiterhin bei Gott. Es ist nur ein ganz klitzekleiner Anteil unseres Geistes, der sich von unserem Gesamtgeist gelöst hat mit der Idee, dass es die Trennung gibt. Das hat buchstäblich unseren Geist gespalten, aber dieser klitzekleine Anteil, die Kabbalisten sagen, es ist weniger als 1% und der Rest ist mehr als 99%. Also es ist so spannend, wie viel Fokus wir auf diese weniger als 1% legen können, ne? Weil wir es so wollen. Wir können auch unseren Fokus wieder auf die mehr als 99% legen. Dafür müssten wir still werden und die Stimmen dieser Welt übergehen. Aber sie haben ja so viel Eindruck auf uns, diese Stimmen dieser Welt. Wie sie uns immer wieder locken und in Versuchung führen, diesem 1% hier so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Also, diese Reise ist schon längst vorbei, weil wir bereits wieder in Gottes Geist ruhen, im Himmel. Das ist ein Bewusstsein unserer Einheit und kein Ort. Ich glaube, damit zu sitzen, dass wir eigentlich hier eine illusorische Erfahrung machen, obwohl sie sich sehr wahr anfühlt, sehr echt anfühlt, ist schon irgendwie, auf Englisch sagt man mindblowing. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Es sprengt den
Verstand. Es ist wirklich so, dass wir das gar nicht erfassen können mit den gängigen Mitteln, mit denen wir erfassen. Es zeigt uns eine Art zu sein auf, die halt jenseits dieser menschlichen Hülle ist. Sie ist halt größer. Also wenn ich einen Satz mitnehmen würde, mit dem ich wahrscheinlich mal kontemplieren würde, wäre es dieser Satz: Wir unternehmen eine Reise, die schon vorbei ist. Und dennoch scheint sie eine Zukunft zu haben, die uns noch unbekannt ist. Zeit ist ein Kunstgriff, ein Taschenspielertrick, eine Riesenillusion, in der Figuren wie durch Zauberei kommen und gehen. Doch hinter den Erscheinungen gibt es einen Plan, der sich nicht ändert. Hier ist der Lehrplan, den wir nicht bestimmen können. Das Drehbuch ist geschrieben, auch ein krasser Satz. Wann die Erfahrung eintreten wird, um dein Zweifeln zu beenden, das steht fest. Alles steht fest. Wir haben nur die Illusion, dass wir irgendetwas selbst entscheiden. Je eher wir sagen, ich trete zurück und lass eine höhere Ebene, lass den Heiligen Geist, meinen inneren Lehrer mich führen, desto besser, weil wir entscheiden in Wahrheit hier gar nichts. Wir denken nur. All die Menschen, die denken, sie haben Macht, wie das Ego Macht beschreibt, die haben überhaupt keine Macht. Die Macht liegt auf einer höheren Ebene, die uns führt, ob wir es wollen oder nicht. Aber ich lese noch ein Stück. Denn wir sehen die Reise nur von jenem Punkt, wo sie geendet hat, indem wir auf sie zurückblicken und uns einbilden, wir würden sie noch einmal unternehmen und im Geist Revue passieren lassen, was vergangen ist. Das heißt, wir spielen gerade nur etwas ab, was schon längst passiert ist. Von dort, wo wir wirklich zu Hause sind. Ist das nicht abgefahren? Und wir haben tatsächlich irgendwann in diesem Leben mal darüber nachgedacht, dass das Leben Zufall sein könnte. Dass es überhaupt nichts Höheres gibt, was uns lenkt. Dass wir hier unserem eigenen Schicksal überlassen sind und dass alles wahllos und chaotisch ist. Wenn wir das lesen und dem Kurs vertrauen, dann können wir das gar nicht mehr. Wir können gar nicht dorthin und denken, dass irgendetwas wahllos ist. Nicht mal die grausamsten Ereignisse auf dieser menschlichen Ebene sind wahllos. Und dann dürfen wir natürlich auch in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass für eine höhere Ebene unsere Körper überhaupt nicht ausschlaggebend sind. Mehr noch, dass diese höhere Ebene unsere Körper nicht mal wahrnimmt. Die höhere Ebene sieht nur unsere Wahrheit, unser Licht, diese Energie, die wir in Wahrheit sind. Auf dieser Ebene, so wie Jesus es gesagt hat, brechen immer noch Knochen und werden wir immer noch Schmerz erleiden. Doch das hier ist nur eine Riesenillusion. Diese menschliche Erfahrung ist eine Illusion, wie Einstein es gesagt hat, obgleich eine sehr hartnäckige. Das heißt nicht, dass wir jetzt einen Freifahrtschein haben, jedem weh zu tun, weil das ist ja nicht die absolute Wahrheit. Im Gegenteil. Wir dürfen dieses Lerninstrument, so wie ein Kurs in Wundern unseren Körper beschreibt, nutzen, um die Liebe, die wir wahrlich sind, in diese Welt zu tragen, auch auf diese Ebene zu tragen, die so scheinbar lieblos wirkt. Das ist der Auftrag. Wir sollen genau das Gegenteil tun, zu was vielleicht manch Ego sich eingeladen fühlen würde, weil er denkt, ja okay, wenn es keine Zufälle gibt, wenn ich nichts falsch machen kann, dann schlage ich halt alles kurz und klein. Aber ich glaube, dorthin würdest du nicht gehen. Und dennoch will ich das hier kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass wir das kurz mal nachwirken lassen, dass diese Reise schon längst vorbei ist, dass wir sie eigentlich nur im Geist, der wir wirklich sind, Revue passieren lassen. Dass alles nur eine riesen Illusion ist, dass wir sozusagen dann auch gar nie verletzt werden können, dass wir gerade die ganze Zeit in Sicherheit und in Liebe ruhen, während wir hier mit dem Ego gemeinsam immer noch denken, dass wir in Gefahr sind und nicht sicher. Aber wenn wir das Leben so betrachten, dass das hier alles schon passiert ist und wir die gesamte Zeit in Frieden und in Sicherheit und in Unschuld ruhen, wie würdest du anders hier sein? Und wenn wir wissen, dass alles damit enden, dass wir wieder zurückfinden zu Gott, zu diesem Gesamtgeist, der nur vollkommene Liebe ist, dass das bereits geschehen ist, wie würde das deine menschliche Erfahrung verändern? Wie würdest du anders darauf blicken, wenn das Ende bereits geschrieben ist und bereits da ist und es vollkommen gut ist? Das ist, was ich daraus lese aus diesem Abschnitt aus der Lektion 158. Das Ende ist da und es ist vollkommen gut. Gibt es dann wirklich noch einen Grund für Angst? Oder ist Angst der Fremde, so wie ein Kurs in Wundern uns lehrt? Ich glaube, ich lasse dich hier jetzt mal wieder allein und vielleicht wirkt ja der ein oder andere Satz
über den Zufall aus Ein Kurs im Wundern gerade bei dir nach? Was denkst du gerade? Was fasziniert dich am meisten über das Thema Zufall oder über den Kurs insgesamt? Lass es mich gern wissen, hier unter diesem Video oder bei Spotify, da wo du gerade Lust und Platz hast, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Ich freue mich drauf und danke dir sehr, dass du mir wieder deine Zeit geschenkt hast. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Pass bis dahin bitte gut auf dich auf. Deine Peri.